Schaut, pass auf das Tor auf, ne? Tag 37 ist heute. Der fing schon wieder sehr früh an. Um 7 Uhr waren wir schon wieder beim Baustoffhändler, haben Zement geholt, denn die Jungs sind hier schon am Mauern. So, das hier wird die Aussparung fürs Pozo Negro, für die Leitungen. Dann haben die hier so coole, so cool da rumgemauert. Ich kann euch das noch mal woanders zeigen, wo man es besser sieht. Hier. Das sieht deutlich besser aus. Gibt auch noch mal Stabilität. Und uns wurde gerade schon gesagt, heute Mittag machen die schon die Verschalung fürs Fundament. Also gut, dass wir gestern losgefahren sind. Weil die sind wie immer zu schnell. So, und hier wird ja dann die Einfahrt sein. Da wird das hier schräg runter betoniert. Ich glaube auch gemauert dann halt rundherum. Bis auf 1,60 Meter haben wir jetzt ausgemacht. Dass das nicht ganz so eine extreme Steigung ist. Von hier von der Seite sehe ich das jetzt selber auch besser. Ich stand gerade hinter dem Pfahl und da sah das ein bisschen nicht ganz so schlimm aus. Und wir haben gerade noch mal mit dem Vorarbeiter gesprochen. Der meinte, man kann hier wirklich sogar über die Zisterne mit dem Auto drüber fahren. Ja, wir werden es nicht machen, aber es ist möglich. Und hier wird dann der Turm hochgemauert. Gestalt an. Und wenn der erste fertig ist, dann wissen wir auch, wie das läuft. Dann die anderen werden deutlich schneller. Mal gucken, wie es bis zum Ende der Woche hier aussieht. Guten Morgen zu Tag 38. Die Steine sind gemauert. Die Verschalung ist zugange oder ist auch schon fast fertig. Da kommen jetzt hier noch so ein paar Stäbe zwischen zur Stabilität. Der Bitumenanstrich wird auch schon gemacht. Ich weiß gar nicht, was sie da hinten noch machen. Besprechen wahrscheinlich. Jo. Und in dem Pozo Negro geht es auch weiter. Da haben die gestern besprochen, wo die Rohre hinkommen. Das bauen die Jungs jetzt auch noch hoch, dass die Rohre dann da gleich reinkommen. Das ist ja die Endlage, also höher wird das nicht. Da kommt jetzt noch dünne Betonplatte drauf, 7-8 cm Betonplatte mit Eisen. Und dann ist das Ding fertig. Ne? In jede Kammer kommt ein Revisionsschacht, dass man den begehen kann für sauber machen. Oder ich hoffe, ich muss da nicht rein. Und da kommt das Rohr raus quasi und läuft dann hier rein. Genau. Und gleich kommt unser Haus. Gleich kommt unser Haus, ja. Yay! Also in Einzelteilen. Das müssen wir dann noch als Puzzle zusammenbauen. Genau, als Puzzle. Eine Ravensburger Herausforderung. Ach so, ja, weil wir gestern natürlich wieder nicht hier weitergekommen sind, weil wir nachmittags auch noch mal los mussten. Und jetzt irgendwie haben wir gerade besprochen, wir müssen die Tage noch mal los. Haben wir leider nur das hier geschafft. Wegen der herrlichen China-Qualität ist das jetzt hier meine Schweißzange. Die aber auch auseinanderfallen. Das Schweißgerät leider schon auseinanderfällt. Ich muss mir hier die Erde kompliziert mit der Schraubzwinge holen. Ja, wobei die Schraubzwingen halt auch auseinanderfallen. Und nicht halten. Zwar auch nur 4.150 Guaranis. Ja, aber 41.000, nicht 4.100. Genau, 41.500 Guaranis. Bei 4.100 wird das ja noch gehen. Das Problem ist, man dreht ein bisschen zu feste und schon ist das Holz hier unten entweder ab oder wie bei der hier, der Stift fehlt. Und damit haut man sich schöne Macken rein. Da war Plastik drauf, aber das fällt ständig ab. Da liegt auch schon so ein Plastikding. Das andere ist hier irgendwo im Anhänger. Kaufst du billig, kaufst du zweimal. Und dadurch, dass hier nur... Ja, selbst die teuren Sachen haben nicht so die Qualität. Ist so eine Sache. Aber auf unserer Palette ist ja noch Werkzeug aus Deutschland unterwegs. Da hoffen wir, dass sie dann erst im Februar ankommt. Ja, okay, jetzt im Moment können wir jetzt die Palette nicht so gebrauchen hier in unserer Matschlandschaft. Und wir wollen Stefan und Christiane jetzt auch nicht alles vollstellen. Ja, und wir wollen dann gleich noch einen Kompressor, die Tage noch einen Kompressor holen.
weil ich färbe ja den Turm hier die ganze Zeit mit Hand. Und dadurch geht es auch nicht voran, weil ich da keinen Bock drauf habe. Weil diese ganzen kleinen Rillen, da bleibt der Pinsel hängen, da kommt man nicht richtig rein. Das ist nichts für mich und meine Nerven. Unser Haus kommt. Das ist so aus. Das sollen 2,70 Meter sein? Das sieht schon mehr so klein aus. 2,70 Meter. Heftig. Ein ganzes Haus auf einem LKW. Da weiß ich nicht mehr, wie wir das gesagt hatten. Jetzt seht ihr das wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Die großen Platten sind fürs Dach und das andere sind die Wände. Wir müssen uns erst. So, das ist unser Haus. Ja, auf jedem Ende steht es draufgeschrieben, 6,75 Meter sind diese Lagen. Wir stehen kurz vor der Vollendung des ersten Dachträgers. Da müssen zwar noch ein paar Schönheitsnähte gemacht werden, aber sieht schon mal mega aus. Heute hat es etwas länger gedauert auf der Baustelle. Wir sind jetzt hier kurz vor Feierabend. Die Arbeiter schmeißen ihre Mopeds an und fahren nach Hause. Wir haben hier noch auf die letzten Minuten das Abwasserrohr verlegt. Da hinten ist der Anschluss für die Küche. Waschbecken, Dusche, Toilette und dann geht es hier Richtung Abwassergrube. Hier muss morgen dann noch weitergemacht werden. Da unten ist die Durchführung für die Abwasserrohre und dann geht es da vorne zur Rückschlagklappe und in den Pozo Negro. Das Fundament ist jetzt auch schon gut vorbereitet. Morgen kommt noch eine Rüttelplatte, dann wird hier nochmal abgerüttelt, damit die ganze Erde ein bisschen verdichtet ist. Danach kommt eine Plane drauf, Eisen rein und dann kann Freitag der Beton kommen. Sarah ist da hinten auch noch so ein bisschen fleißig und macht da noch ein kleines Loch zu. Ja, Abwassergrube soweit hochgemauert. Die Durchgänge sind drin für die einzelnen Kammern. Oben da die freien Ziegel rein, da ist so ein bisschen, dann kann das Ganze sich gegenseitig da belüften, die Kammern. Kommt da irgendwo noch ein Rohr nach draußen, mal gucken. So, hier habe ich heute dran gearbeitet, an dem Träger. Der ist soweit auch halbwegs fertig geworden. Dann werde ich jetzt morgen noch mal ein bisschen in der Gegend rumdrehen, damit ich an die anderen Schweißnähte noch drankomme. Aber ansonsten von der Seite ist er jetzt bis zur Spitze erstmal verschweißt. Hier vorne kommt natürlich noch eine Kopfplatte drauf, genauso wie auf der anderen Seite von dem großen, von dem 100er x 60. Kommt auch noch eine Kopfplatte drauf. Jo, aber heute nicht mehr. Ich würde sagen, Sarah hat alles schon eingepackt. Morgen geht's weiter. Heute ist Donnerstag, Tag 38. Wir holen jetzt gerade die Rüttelmaschine ab. Martin bindet jetzt noch eben das Benzin fest und dann fahren wir zum Grundstück. Gut,
dass Martin gestern noch gefilmt hat, weil die Rohre sind schon weg. Ja, kurz nach 7 und schon zu spät. Ja. Wolltest du mal loslegen? Ja? Wolltest du loslegen? Das macht Spaß. Martins Kunst? Nicht Rohr dran, sondern Rohr rein. Weil ich so kurze Arme habe. Hoffentlich geht jetzt keiner zur Toilette. Auch ist der Geruch hier drin auszuhalten. Weiter, oder? Weiter? Ja, ich ja erstmal nur, dass es da ist. Dann wird ja auch noch eingeklebt. So, und hier machen wir jetzt schon den Anschluss von den zugeschütteten Rohren zum Pozonego. Ich hoffe, ich kann mit meiner Stimme die Rüttelmaschine übertönen. Das sehen wir dann beim Schneiden. Martin zeigt Ihnen jetzt gleich nochmal, wie das hier mit der Rückschlagklappe funktioniert und mir auch. Genau, und der Sarah auch. Also wir haben uns hier so eine, ja, es gibt ja halt so eine ganz einfache Rückschlagklappe. In Deutschland ist die Auswahl ein bisschen größer. Wir können euch auch mal in der Videobeschreibung Rückschlagklappen verlinken. Das ist nämlich eine super Sache. Von hier kommt jetzt quasi das Abwasser zur Abwassergrube oder in Deutschland zur Kanalisation und würde diese Klappe dann aufschieben und kann abfließen. So. Wenn jetzt allerdings entweder Hochwasser ist oder hier in Paraguay hauptsächlich eher Ungeziefer durch die Kanalisation, ja, jetzt ist hier noch ein bisschen Kleber drauf, Ungeziefer durch die Abwassergrube oder sonst wo ins Haus wollen, funktioniert das nicht, weil die Klappe halt zu ist. Ja? Also ob das jetzt ein 100%iger Schutz ist, sei mal dahingestellt, aber so schnell können jetzt die Viecher da nicht ins Haus kommen. Ja, und gerade hier in Paraguay ist die Abwassergrube für ja, Kakerlaken oder was auch immer an Ungeziefer. Deswegen bietet sich das halt an, vor die Abwassergrube so eine Klappe zu setzen. Man muss nur darauf achten, dass die richtig rum eingesetzt wird. Natürlich sollte man die richtig rum einsetzen, aber weil wenn die falsch rum eingesetzt ist, kann das Abwasser. Da ist sogar ein Pfeil drauf. Genau, da ist sogar ein Pfeil drauf. Jetzt ist das Bild weg. Nach dem Abrütteln und dann dem nochmaligen Nivellieren der Oberfläche wird jetzt nochmal alles ein bisschen gewässert, damit auch nochmal ein bisschen was nachsackt und der Staub gebunden wird und auch so die Oberfläche ein bisschen besser wird. Anschließend kommt dann gleich die Folie drauf, so eine schwarze Kunststofffolie, die unter den Beton kommt, und danach kommt das Eisen rein. Ja, hier sind auch schon ein bisschen die Rohre eingesteckt. Der Anschluss vom ersten Haus ist gerade fertig geworden. Jetzt wird für die Rückschlagklappe da noch so ein kleiner, ja, so eine Art Schacht gemauert, damit man dann später da noch mal dran kommt, um die sauber zu machen, reparieren oder was auch immer. Ja, ja, und da vorne sieht man schon den Abgang fürs nächste Haus. Das dauert jetzt aber noch ein bisschen, bis da dann das andere Haus angeschlossen wird.
Die übrigen Steine werden jetzt hier aus dem Weg geräumt. Im Endeffekt wird hier bald alles freigeräumt. Auch die überschüssige Erde wird später abtransportiert. Die Steine werden jetzt da hinten aufgestapelt. Hier beginnen wir jetzt mit dem Revisionsschacht für die Zisterne. Der wird jetzt ungefähr so 60 cm hoch gemauert. Der ist 90 x 90 cm breit. Jetzt müssen wir gleich nur für die höheren Lagen müssen wir andere Ziegel besorgen. Weil die Ziegel haben ja hier so Löcher und das sieht am Ende kacke aus, wenn dann hier auf den Kopfflächen oder so, oder wie in dem Fall hier sieht man es besser, glaube ich, wenn da diese Löcher dann am Ende zu sehen sind. Deswegen werden jetzt hier nur 2 Reihen hochgemauert und danach nehmen wir andere Ziegel, damit es optisch besser aussieht. Und die Frau zufrieden ist. Ja. Denn ihr gefallen die Löcher nicht, da können nämlich Spinnen drin sitzen. Wir waren in der Mittagspause eben was essen und danach haben wir noch Steine gekauft. Die sind für die Öffnung zur Zisterne. Und kaum kommen wir wieder, ist hier schon wieder sehr viel passiert. Jetzt war auch gerade der Zementlieferant oder der Betonlieferant hier. Hat sich das Ganze vorher nochmal angeguckt und geguckt, ob das alles so klappt. Klappt natürlich nicht. Ich gehe von der Zisterne weg hier Hals. Weil die Einfahrt, die können die so nicht befahren wegen der Zisterne. Weil die geht ja bis hier quasi und der LKW ist einfach zu schwer. Jetzt müssten die Jungs hier den Zaun wieder aufmachen und ich meine da hinten auch. Das sehen wir aber morgen, weil das haben wir jetzt. Ja, da sind wir noch nicht ganz so sicher. Müssen wir gleich nochmal nachfragen. Dann kommen die nämlich von der Straße, liefern den Beton an. Die Jungs machen hier schon so Nivellierschienen. Martin kloppt gerade die Erdung rein. Und ich werde jetzt mal die Steine abladen, weil die Jungs haben noch genug zu tun bis morgen. Der Beton sollte eigentlich um 15 Uhr auch kommen. Jetzt versuchen wir es bis morgen früh alles fertig zu kriegen, was wir noch zu machen haben, weil das zu heiß wird. Ich glaube, morgen soll auch um die 40 Grad werden. Und da sagte der Lieferant jetzt gerade schon, das wird zu heiß sein. Es wird zu schnell trocknen, dann wird es rissig. Da bringt das alles gar nichts. Die ganze Arbeit mit den 15 cm wird nichts bringen. Also halten die Jungs sich ran. Wie immer, aber dann gucken wir mal weiter. Bis später.